Guten Morgen. Ich glaube, es ist langsam soweit, oder? Ich hoffe, ihr sitzt alle bequem, habt euch einen Kaffee geholt, sitzt vielleicht beim Frühstück und wir legen jetzt einfach los. Here comes the unstoppable Big Six, the Toyota Land Cruiser, world's toughest four-wheel drive. There's no stopping a Toyota. It's the toughest, guttiest, keep-goingest power package ever built into a four-wheel drive. Toyota goes where wheels never went before, over rocks and ridges, through mud, flood, sand, and snow. Toyota's got a big workhorse six-cylinder engine with 135 horsepower. 9 forward, 3 reverse gear combinations that take you anywhere and back, even up 67% grades. And all the way, you and your family travel in 7-man foam seat comfort, cruising 85 miles an hour on the open road. Toyota's available in 6 different models. So trade up to a Toyota Land Cruiser. Hallo und herzlich willkommen zu unserem mittlerweile zweiten virtuellen Public Opening. And a very warm welcome to our non-German viewers. Please feel free to click on the setup button down below to get your subtitles. That's over there, on the right side. Yeah, there. And then just lean back, relax and enjoy. Ich sitze hier in der leider immer noch verwaisten Toyota Collection. Wir haben heute Landcruiser-Tag. Und wir hatten eine ganze Menge für euch vorbereitet. Nicht nur Modellautos, sondern hier in der Collection sollten Landcruiser aus allen Baureihen stehen, vom FJ25 bis zum VDJ 200. Draußen vor den Toren sollten besondere Fahrzeuge stehen, umgebaute Fahrzeuge, Expeditions-, Weltreisefahrzeuge, Trial, Trophy, Rallye. Wir hatten sogar einen Megacruiser organisiert und einen schwimmfähigen Amphicruiser. Und dann kam Corona. Aber wenn wir es schon nicht offline machen können, und das werden wir mit Sicherheit nachholen, dann machen wir es wenigstens online. Ich werde euch heute auf einen ziemlich wilden Ritt mitnehmen durch 70 Jahre Landcruiser Historie. Ich werde euch die groben Fakten erzählen und die eine oder andere Anekdote. Aber ich werde natürlich noch viel mehr Fakten und Anekdoten auslassen müssen, denn so viel Zeit haben wir ja nicht. Wir wollen ja nicht wochenlang hier sitzen. Und natürlich ist das Ganze ein wenig hemdsärmlich. Ich bin ja alleine hier, ich habe kein professionelles Kamerateam. Ab und zu werde ich die Kamera also umsetzen müssen und dafür habe ich euch wieder Einspielfilmchen und Bilder vorbereitet. Wir machen das Ganze in 4 Teilen. Erst eine grobe Einführung in die Vorgeschichte und die Historie. Dann kommen wir zum Landcruiser, dann zum Landcruiser Station Wagon und dann zum Landcruiser Prado. Und jetzt geht's los. Let's go on an adventure in the Toyota Land Cruiser, the world's toughest four-wheel drive. Flood, mud, nothing can stop you in Toyota's Big Six. It's the professional's powerhouse machine that's tough as an amphibian tank and just won't say no wherever you go. And when you hit the trail, Toyota's got the grab hold and go power to pull you through. Its big 6-cylinder engine has 135 horses, powering 9 forward, 3 reverse gear combinations. It'll climb 67% grades. And when you head for home, the Toyota Land Cruiser is fast. It cruises at 85 miles per hour all day long, and you ride in 7-man foam seat comfort. Toyota Land Cruiser is available in 6 different models, so trade up to Toyota Land Cruiser. Die Geschichte des Toyota Land Cruiser beginnt wie viele große Geschichten mit einem Krieg. Am 25. Juni 1950 marschiert Nordkorea in Südkorea ein. Der Koreakrieg beginnt. 3 Jahre lang tobt ein verheerender Stellvertreterkrieg, in dem die 2 großen Opponenten des Kalten Krieges, Kapitalismus und Kommunismus, um die Vorherrschaft und den globalen ideologischen Sieg fochten. Die Verteidigung Südkoreas übernahmen die USA und zentrale Versorgungsbasis für die USA war Japan, das ja nach dem Zweiten Weltkrieg kapituliert hatte und unter amerikanischer Besatzung stand. Und nun sollte auch einiges von dem, was die USA in Korea brauchten, in Japan selbst produziert werden, rein schon aus logistischen Gründen.
Die japanische Automobilwirtschaft steckte zu dieser Zeit in einer existenziellen Krise. Die japanische Binnennachfrage war nach dem Krieg natürlich stark gesunken. Japan steckte in einer tiefen Rezession. Die Automobilproduktion war vorgegeben, die Automobilpreise auch. Die Rohstoffpreise stiegen aber stetig. In den Jahren zuvor hatte sich der Ratenkauf etabliert und jetzt blieben die Zahlungen aus. Toyota war kurz vor der Pleite, wurde durch Kredite noch kurzfristig gerettet, schlitterte dann wieder in die roten Zahlen, drohte dann mit Lohnkürzungen und Entlassungen, geriet dann in einen massiven Streik, verlor noch mehr Geld und war letztendlich kurz davor, die Tore zuzuschließen und den Schlüssel wegzuwerfen. Und dann kam der Koreakrieg und mit ihm der Bedarf an Material. Toyota hatte sich vorher schon als Lkw-Hersteller hervorgetan und jetzt kam die US-Armee und sagte, wir brauchen Lkws. 1000 Stück, dann 2000 Stück, insgesamt waren es 5000 Stück und das hat natürlich Geld in die Kassen gespült. Toyota konnte Material und Mitarbeiter wieder bezahlen und langsam ging es wieder aufwärts. Da die alliierten Kräfte ihrer Verantwortung für das besetzte Japan jetzt nicht mehr in vollem Umfang gerecht werden konnten, denn sie waren ja in Korea gebunden, erlaubte man Japan den Aufbau interner Verteidigungskräfte, der sogenannten National Police Reserve Forces. Und die brauchten natürlich Fahrzeuge. Also gab es militärtypisch eine Ausschreibung für ein leichtes Militärfahrzeug. An dieser Ausschreibung haben sich 3 Unternehmen beteiligt. Das erste hieß DAT und hat einen Prototyp namens 4W60 auf die Räder gestellt. Das wurde später mal zum Datsun Patrol. Das zweite war Mitsubishi mit einem Lizenzbau des Willys MB, den sie ohnehin schon in Japan gefertigt haben. Und das dritte war Toyota. Toyota besann sich seiner Allradkompetenz, ist durch die Hallen gelaufen, hat sich überlegt, was machen wir denn jetzt als Prototyp? Also, wir nehmen den Rahmen eines 1-Tonnen-LKWs, wir nehmen den 3,4 Liter Sechszylinder aus dem 4-Tonnen-LKW, schrauben das zusammen, dengeln ein wenig Blech drumherum, Sitzereien, Lenkrad dran, fertig ist der Prototyp. Bei der Namensfindung bewiesen sie ein gerüttelt Maß an Kreativität. Es war ein Fahrzeug im Jeep-Style, es hatte den B-Motor drin, also hieß das Ganze Toyota Jeep BJ. Ich weiß, das schmerzt den Landcruiser-Enthusiasten, mir geht das nicht anders, aber der Buchstabe, den jeder Landcruiser in seinem Modellcode trägt, stammt tatsächlich vom berühmten Four-Letter-Word. Nur 5 Monate später, im Januar 51, ist dieser Prototyp fertig und wird den Verteidigungskräften vorgestellt. Und naja, das Fahrzeug war völlig überdimensioniert. Der Rahmen zu stark, der Motor zu groß, das ganze Gefährt war schlicht, zu gut und zu haltbar. Gewonnen hat dann auch Mitsubishi mit dem Willys Lizenzbau. Der Grund liegt auf der Hand. Die Fahrzeuge waren ja bekannt, die Mechaniker geschult, die Teile vorrätig. Es hätte überhaupt keinen Sinn ergeben, ein anderes Fahrzeug zu nehmen. Das war eine rein ökonomische Entscheidung. Und das war Toyotas Glück. Denn befreit von den engen Vorgaben der Ausschreibung konnten sie das Fahrzeug jetzt genauso weiterentwickeln, wie sie das wollten. Und dem Vernehmen nach war das Entwicklungsteam nicht nur sehr von dem Produkt überzeugt, sondern sie hatten auch starke Unterstützung von einem außerordentlichen Sturkopf. Testfahrer Ichiro Taida wollte mit allen Mitteln zeigen, was der Prototyp kann. Dazu hat er sich was Besonderes überlegt. Es gibt in Japan eine alte und sehr bekannte Geschichte rund um den Samurai Haikuro Magaki, der 1634 im Beisein seines Shogun die 86 steilen Stufen zum Shinto-Schrein auf dem Mount Atago empor und auch wieder runtergeritten ist. Das wollte Ichiro Taida nachmachen, aber eben nicht auf 4 Hufen, sondern auf 4 Rädern. Vor Ort angekommen haben sie, und das ist jetzt kein Witz, es ist wirklich so passiert, festgestellt, dass mittlerweile in der Mitte der Treppe ein Geländer angebracht wurde, denn die Treppe ist wirklich steil. Also hochfahren ging nicht. Stattdessen sind sie nach Okazaki City gefahren und sind die Treppen zum Fudo-Tempel emporgeklettert im Zickzack. Das war eine mehr als respektable Leistung. Kurz darauf gelang ihnen allerdings das Husarenstück. Dann sind 2 BJ im Beisein der japanischen Polizeikräfte und anderer Behörden bis zur 6. Station des Mount Fuji gefahren auf dem alten Pilgerpfad. Das hat bislang noch niemand gewagt und niemand hat geglaubt, dass das funktioniert. Damit haben sie unter Beweis gestellt, dass dieses Auto wirklich was kann, haben wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen und auch die ersten Bestellungen. Bis die Serienfertigung startete, dauerte das allerdings noch bis 1953. 1954 dann sicherte sich Willys Overland die Rechte am Begriff Jeep und untersagte Toyota die weitere Nutzung. Ein kleines Weilchen hieß er Toyota BJ, bis der technische Direktor Hanji Umehara, das ist dieser freundlich dreinblickende Herr hier,
die zündende Idee hatte. In einer einzigartigen kreativen Meisterleistung dachte er sich, ich möchte einen Namen, der klassisch klingt, der gediegen klingt. Land Rover gefällt mir sehr, sehr gut, also nennen wir das neue Auto Land Cruiser. Seither heißt er eben Land Cruiser. 1954 wurden auch die ersten Land Cruiser exportiert, nämlich 4 Stück nach Pakistan. Und ein paar Monate später, 1955, gingen 23 Stück nach Saudi-Arabien. Das waren sehr, sehr besondere Momente für die weitere Entwicklung des Land Cruiser und für die Entwicklung Toyotas, aber dazu später mehr. 1955 war erstmal Schluss, der BJ lief aus und der Nachfolger stand in den Startlöchern. Bevor ich mit euch gleich in die Modelle reingehe, möchte ich mit euch einmal an der großen Historienwand entlanglaufen, dass ihr den groben Überblick bekommt und später auch wisst, wo wir gerade stehen. Es gibt 3 parallele Baureihen. Es gibt den Land Cruiser, das sind die schweren Arbeitsgeräte. Es gibt den Land Cruiser Station Wagon, das sind die großen, luxuriösen Land Cruiser. Und es gibt den Land Cruiser Prado, das sind die Light Duties, also die etwas komfortableren Fahrzeuge. Die 3 Modellreihen habe ich hier mal aufgezeichnet. Wir fangen ganz vorne an und gehen mit dem Land Cruiser mal durch. 1951 kam der Toyota Jeep BJ. 1955 die erste Modellpflege, das war der J2 bzw. J3. 1960 kam der J4. Jetzt dauert es ein ganzes Weilchen beim Land Cruiser, bis 1984 der J7 kam. Und den gibt es heute noch. Der Strahl geht durch. Da kam irgendwann noch mal ein Facelift 2007, aber das ist immer noch der Land Cruiser 70. 1967 gab es die erste Modellteilung. Da wurde aufgeteilt zwischen Land Cruiser, also Arbeitsgerät, und Land Cruiser Station Wagon, also komfortablem großen Van. Da war der erste der Land Cruiser FJ55, die 50 Series. 1980 kam dann der Nachfolger J6, 1990 kam der J8, 1998 kam der J10 und im Jahr 2008, ist auch schon ein Weilchen her, kam der J20. Die dritte Modellteilung, ich brauche gar nicht so weit laufen, die ist ja schon hier, fand 1984 statt. Da wurde wiederum geteilt zwischen Land Cruiser und Land Cruiser, ich nenne ihn jetzt Light Duty, die ersten hießen Bandera, später hieß er Prado. Das war der J7 Bandera. 1990 kam das Facelift, den habe ich deswegen extra separat nochmal hier aufgezeichnet. Ab da hieß er Prado, war aber immer noch der J7. Dann kam 96 schon der J9, 2002 der J12 und 2009 der aktuelle J15. Aktuell gibt es also den J20, die 200 Series, den J7, das ist die 70 Series und den J15, also die 150 Series. Bei uns in Deutschland nur noch den 150er. Das ist so der grobe Überblick. Prägt es euch noch mal kurz ein. Ich blende vielleicht am Schluss noch mal das Bildchen ein. Da werden wir jetzt durchmarschieren. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und damit zurück in die Collection. Der BJ wurde ursprünglich für die militärische Anwendung konzipiert, aber ja nicht militärisch genutzt und im Laufe der Zeit sehr stark an den zivilen Markt angepasst. Und angespornt durch diesen großen Erfolg im zivilen Markt und auch mit dem Exportgedanken im Hinterkopf entschied man sich folgerichtig relativ schnell dazu, den BJ komplett zu überarbeiten und den ersten richtigen Modellsprung zu wagen. Im August 1955 debütierte dann der BJ 25. Ihr erinnert euch, BJ 25, das B für den Motor, das J für Land Cruiser, die 2 für die zweite Modellreihe und die 5 hinten zur Unterscheidung innerhalb der Modellreihe. So sah der BJ 25 aus. Wie man sieht, geschah die Überarbeitung mit recht gnadenloser Konsequenz. Der J2 hatte, bis auf den Motor, nicht mehr sonderlich viel mit dem BJ gemein. Nahezu alle Elemente wurden neu entwickelt. Auch die Erscheinung war deutlich ziviler. Es gab abgerundete Kotflügel, es gab einen schicken Kühlergrill mit Chromspeichen und jetzt sogar in die Front harmonisch integrierte Scheinwerfer. Das Ganze sah schon fast aus wie ein absichtlich designtes Auto und nicht mehr wie ein Zufallsprodukt aus der Lehrblechnerei. Bestimmte beim BJ noch die Aufgabe zu 100% Gestaltung.
dürfen wir annehmen, dass jetzt tatsächlich auch die Unterbringung der Insassen eine kleine Rolle gespielt haben mag. Auf jeden Fall war der J2 auch im Vergleich zum BJ ein durchaus komfortables Gerät und er war dem Wettbewerb aus Übersee mehr als ebenbürtig. Der J2 wurde anfangs mit dem 3,4 Liter großen B-Motor bestückt, der ja aus seinem Vorgänger stammte, und ein Weilchen liefen die beiden auch noch parallel. Dann allerdings gab es eine epochale Zeitenwende, denn dann kam der F-Motor. Der F-Motor wurde 1948 schon entwickelt auf Basis des B-Motors. Er war ein bisschen größer und dementsprechend auch eine völlig überdimensionierte OHV-Konstruktion. Und der F-Motor ist insofern besonders für die Entwicklung des Land Cruiser, als dass er wie kaum eine andere Maschine als die brachiale, unzerstörbare Lebensversicherung unter der Motorhaube gilt. Und er hält sogar den Produktionsrekord, denn der letzte F lief als Version 3FE erst 1992 vom Band. Beim J2 können wir auch schon die Auffächerung der Modellvarianten je nach Kundenwunsch beobachten. Das hat Toyota später ja wirklich ins Extrem getrieben. Vom J2 gab es 16 Modellvarianten, unter anderem auch schon einen Station Wagon namens FJ28 LVA. Das war der Urahn des heutigen Land Cruiser 200. Und es gab auch einen FJ35, der wird aber zum J2 dazugezählt. Ich erwähnte vorhin, dass 1954 die ersten Fahrzeuge exportiert wurden und dass das ein ganz besonderer Moment war. Das nämlich war der Startschuss für Toyotas Expansion in die Welt. Das war tatsächlich der erste Export und letztendlich ist das auch verantwortlich dafür in letzter Konsequenz, dass Toyota heute ist, was sie sind, nämlich der größte oder zweitgrößte Autohersteller der Welt. Dass ich bei dieser Geschichte immer so weit aushole, liegt daran, dass es einfach eminent wichtig ist für die Entwicklung des Land Cruiser und auch für die Entwicklung Toyotas als Konzern. Und dass das alles so gekommen ist, das hängt unter anderem mit einem verhängnisvollen Fehler zusammen und mit dem, was man daraus gelernt hat. 1957 hat Toyota die ersten Fahrzeuge in die USA exportiert. Das waren 2 Toyota Crown. Das war keine gute Idee, denn die amerikanische Presse hielt weder die Qualität noch die Fahreigenschaften auf dem Highway in irgendeiner Weise für ausreichend. Toyota hat sehr, sehr schnell reagiert, hat sich da wieder zurückgezogen und hat sich erstmal beraten, hat überlegt, was machen wir denn jetzt? Wenn wir exportieren wollen, wenn wir expandieren wollen, dann muss doch das Erste, was unsere neuen und potenziellen Kunden sehen, das Beste sein, was wir haben. Und das Beste war nun mal der Land Cruiser. Also hat man jede sich bietende Gelegenheit wahrgenommen, um den Land Cruiser in den Märkten zu präsentieren. Unter anderem hat man Touren gemacht. Es gibt tolle Bilder von einem knallpinken FJ28, einem Station Wagon, beschriftet mit japanischen Schriftzeichen, der durch Südamerika getourt ist. Man ist in die Märkte reingefahren, hat gesagt, hallo Venezuela oder Peru oder Bolivien, ihr kennt uns nicht, wir sind Japaner, wir bauen auch Autos, das ist eins davon, schaut's euch an. Wir sind auf Achse hergefahren. Und wenn das funktioniert hat und das Produkt überzeugt hat und das Produkt hat überzeugt, dann konnten alle anderen Produkte folgen. Der Land Cruiser war also der Brückenkopf in die Märkte. Und diese sogenannte Land Cruiser Strategie, also das in die Märkte reingehen, unaufgeregt für das Fahrzeug werben und das Produkt tatsächlich handfest präsentieren, diese Land Cruiser Strategie ist verantwortlich dafür, dass Toyota heute so groß ist. Nichtsdestotrotz war irgendwann natürlich Schluss für den J2. Ende 1959, nach 8.488 Exemplaren, kam der Nachfolger und das war ein richtiger Paukenschlag. Der Land Cruiser J4, ein Paukenschlag in der Land Cruiser Geschichte. Das Fahrzeug, das den Ruf der Unzerstörbarkeit geprägt hat und das Fahrzeug, das den Land Cruiser hat zur Legende werden lassen. Den J4 gab es ab 1960 als Nachfolger des J2, wie gesagt,
und äußerlich hatte sich gar nicht so viel von ihm unterschieden. Er hat eine Brille bekommen und ein paar andere kleine Änderungen, aber die Grundform ist die gleiche geblieben. Deswegen kommt uns das alles auch so bekannt vor allem, weil er sehr, sehr lang lief. Den J4 gab es bis 1984 bzw. 86 aus der Japan-Produktion und seinen brasilianischen Bruder, den Bandeirante, sogar bis 2001. Das ist natürlich eine sehr, sehr lange Produktionszeit. Deswegen ist der J4 auch so bekannt und deswegen prägt der J4 unser Bild vom Toyota Land Cruiser auch heute noch so maßgeblich. Den J4 gab es in 4 Radständen. Es gab ihn als kurzen Radstand, das war je nach Motorisierung 40, 41 oder 42. Es gab ihn als mittellangen Radstand 43, 44, 46. Gab ihn als langen Radstand, das war 45 Pickup oder 45 Station Wagon und als superlangen Radstand, das war auch der 45 Pickup, der 45er Troop Carrier, also das klassische Buschtaxi und als reines Fahrgestell. 45 und 47 gab es beides als Nummern, je nach Motorisierung, wie gesagt. Die kurzen und die mittellangen Radstände waren Hardtop-Versionen oder Softtop-Versionen. Das ist letztendlich das gleiche Auto, denn das Hardtop kann man ganz einfach abnehmen und dann kann man das Softtop draufsetzen. Das Hardtop besteht aus der Dachschale, den Seitenwänden und hinten entsprechend die Türen bzw. die Klappe. Alle Veränderungen, die der J4 in seiner langen Produktionszeit durchgemacht hat, aufzählen zu wollen, das würde den Rahmen komplett sprengen. Dafür braucht man auch wahrscheinlich nicht nur ein Buch, sondern mehrere. Ob das jetzt Ausstellfenster ja oder nein, Reserverad rechts oder links angeschlagen oder sonstige Geschichten sind, das ist einfach too much. Was ganz wichtig ist, ist das Facelift. Er hat tatsächlich einen Facelift bekommen nach nur 19 Jahren seiner Produktionszeit. Dann wurde nämlich aus der runden Brille, wie ihr sie da drüben am blauen seht, die eckige Brille, wie hier am roten. Und schon sah er frisch, neu und komplett modern aus. Das klingt jetzt ein bisschen lästerlich, aber letztendlich drückt das meine Bewunderung aus für ein Fahrzeug, das so lange lief, so wenig optische Änderungen durchmachte und trotzdem Jahr für Jahr seine Produktions- und Verkaufszahlen steigerte. Das war wirklich ein Fahrzeug, das in jeder Hinsicht markttauglich war und überall auf der Welt gebraucht wurde. Wie ich gerade erwähnt habe, gab es ihn auch als Station Wagon. Der spielt gleich noch eine Rolle, den schauen wir uns jetzt mal kurz an. Die ersten Gehversuche des J4 als Station Wagon waren doch eher unbeholfen. Letztendlich hat man ein Fahrgestell genommen, mittellang oder lang, und hat eine größere Karosserie draufgesetzt. Während beim regulären J4 die A-Säulen noch enger zusammenstanden als die B-Säulen, er also ein bisschen spitz zusammenlief, hat man beim Station Wagon die A-Säulen gleich auf die ganze Breite rausgezogen, die Karosserie insgesamt ein wenig verbreitert und hinten einen monströsen Hecküberhang geschaffen. Das Ganze war nicht sonderlich von Erfolg gekrönt. Das Auto kam nicht so wahnsinnig gut an. Es wurden auch nicht sonderlich viel davon produziert. Und 1967 war schon wieder Schluss, als der richtige Station Wagon kam. Dazu kommen wir aber später. Nichtsdestotrotz sind gerade die FJ45 LV und, wenn man welche finden sollte, auch die 43er wirklich sehr, sehr selten und sehr, sehr begehrt auf dem Markt. Die Motorisierung in den Anfängen des J4 war reichhaltig, solange man sich mit dem F-Motor begnügte. Das war der 3,9 Liter große Sechszylinder aus dem J2. Und so röchelte sich der J4 auf seinen 125 PS durch die 60er und die beginnenden 70er bis 1975 dann die überarbeitete Version des F kam, nämlich der 2F. Jetzt hatte er 4,2 Liter und 135 PS. Ihr merkt an den Zahlen, das sind Maschinen, die einfach nicht kaputt zu kriegen sind. Und glaubt mir, ich kenne Leute, die es wirklich versucht haben. Anfang der 70er, 73, 74, gab es die Ölkrise. Und plötzlich zweifelte die Welt am Sinn armdicker Kraftstoffleitungen. Auch im Zuge der Umweltbewegung, die sich kurz vorher schon langsam bildete, verlangte die Welt jetzt nach effizienteren Maschinen, unter anderem natürlich nach Selbstzündern. Da traf sich's ganz gut, dass Toyota 67, 68 auf Einkaufstour war und sich Hino und Daihatsu einverleibt hat, die unter anderem Motoren hergestellt haben. Und so kam Toyota 1974 auch mit einem kleinen Diesel um die Ecke im J4. Das war der B-Motor, der war mit 3 Litern zwar trotzdem nicht zu übersehen, aber für
das Modell hier war das natürlich noch lange keine große Maschine und deswegen wurde er auch nur in den kurzen Radständen eingesetzt. Der B wurde weiterentwickelt zum 2B, dann zum 3B. Der 3B ist, ich würde sagen, der legendäre Motor aus der B-Reihe, wenn man den turbodieselnden 13 BT mal außen vor lässt. Der 3B hatte 3,4 Liter, der ist zum Beispiel hier im BJ42 drin und es reicht völlig aus, um dieses Fahrzeug adäquat voranzutreiben. Und dann gab es einen dritten Motor in der Runde. Entschuldigt, ich muss Kaffee trinken. Einen dritten Motor im Bunde, das war der H-Motor, der wurde später dann zum 2H-Motor. Das war ein großer 4 Liter 6-Zylinder, der wirklich als reine Dampfmaschine die größeren Exemplare antrieb. Out where the roads end. That's where hunting is best, and nothing takes you into rough country as well as a Toyota Land Cruiser. Who needs roads? Not the Land Cruiser. Toyota built this car to take the toughest pounding you can give it. With 135 horsepower to climb the steepest hills and haul the biggest loads. No job is too tough or dirty for the rugged Land Cruiser. Not even flying or swimming. If you're hunting for a workhorse, get the toughest one there is. The Land Cruiser by Toyota of Japan. Hard top or canvas top, there's a model for every job. Das hier ist ein FJ45, also der super lange Radstand. Leider nicht die Version, die ich euch gern gezeigt hätte, nämlich der Troop Carrier, sondern als Sonderumbau für die Feuerwehr. Nachdem der lange Radstand 1967 wegfiel, gab es den kurzen, den mittleren und den superlangen. Kurze und mittlere gab es als Hardtop oder Softtop und den superlangen gab es als Pickup oder reines Fahrgestell. Es gab aber keinen langen Radstand oder superlangen Radstand als geschlossene Version. Es gab zwar einen langen geschlossenen Landcruiser, das war der FJ55, aber der hatte eine völlig andere Ausrichtung. Die Industrie verlangte aber nach einem langen geschlossenen Fahrzeug, mit dem sie Personen und Ladungen transportieren konnten, und die Lücke hat Toyota 1976 geschlossen mit dem Troop Carrier. Troop Carrier, in dem Namen steckt schon drin, um was es ging. Das war bauartbedingt ein 13-Sitzer. Es gab vorne 2 oder 3 Sitze, je nachdem, ob die Bank verbaut war, und hinten drin über Längsbänke weitere Sitze. 13 Sitze. Das kann je nach kulturell angemessenem Platzbedarf schon mal durchaus eng werden, aber es funktioniert. Ich werde immer wieder gefragt, wo dieser Spitzname Buschtaxi herkommt. Das möchte ich mal kurz erklären. Ein Buschtaxi ist zunächst erstmal jedes halbwegs fahrfähige Vehikel, was in Afrika Personen und Ladung durch den Busch transportiert. Ganz simpel. Dafür wurden natürlich Autos genommen, die A Platz hatten und B hielten. Und das war ab 76 der Troop Carrier. Deswegen hat der super lange Radstand des J4 mit dem Troop Carrier Aufbau, also ein zweitüriger Van, den Beinamen Buschtaxi bekommen, und den hat er später weitervererbt an seine Nachfolger 75 und 78. Der J4 war und ist ein unglaubliches Auto, das den Ruf Toyotas und den Ruf des Landcruisers nachhaltig geprägt hat. Aber auch für ihn war natürlich irgendwann Schluss, und das war 1984, als sein Nachfolger J7 in den Startlöchern stand. Wenn man das zusammennimmt, sind das 24 Jahre Laufzeit. Das ist ganz schön beachtlich. Die Fahrgestelle liefen noch 2 Jahre weiter, dann sind wir bei 26 Jahren.
Wenn wir jetzt seinen brasilianischen Bruder, den Bandeirante, nehmen, der erst 2001 auslief, sind wir bei 41 Jahren. Und wenn wir bedenken, dass der J2 letztendlich außen genauso aussah wie der J4, also hat sich ja nicht so wahnsinnig viel unterschieden, dann sind wir mit dieser Karosserieform bei 46 Jahren Laufzeit. Das schaffen nicht viele Fahrzeuge. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Paukenschlag, nämlich zum J7. Tremenda carrocería, súper cómodo. Nuevo motor 3F 6 cilindros. Más fuerte. Ha nacido un nuevo macho, el supermacho Toyota. Apretado, pero con clase. Toyota, el macho, tiene las ruedas bien puestas. Vom J4 zum J7, das war wirklich ein enorm großer Schritt. 1,1 Millionen Stück sind vom J4 zwischen 1960 und 1984 produziert und verkauft worden. Bei 1,4 Millionen Landcruisern insgesamt. Daran sieht man mal das Verhältnis. Und der J4 hat die Latte wirklich sehr, sehr hoch gelegt. Aber mittlerweile kam er natürlich in die Jahre. Die Eigner eines J4 wollten mittlerweile nicht mehr nur als leblose Substanz und Maschinenführer gesehen werden, sondern vielleicht auch ein wenig Komfort erleben. Und die Ansprüche fächerten sich sehr, sehr weit auf. Die japanische Kundschaft zum Beispiel beklagte sich darüber, dass der J4 so hart und raubeinig sei. Die arabische Kundschaft wiederum beklagte sich darüber, dass er mittlerweile völlig verweichlicht. Ich meine, das muss man natürlich verstehen. Es gab nun Servolenkung und Scheibenbremsen und den neumodischen Kram braucht nun wirklich kein Mensch. Die Entwickler wussten also, das wird schwer, die Fußstapfen sind sehr groß. Und sie wussten, dass sich der Nachfolger für immer und alle Zeiten am legendären J4 wird messen lassen müssen. Dafür haben sie sich Zeit genommen, 3,5 Jahre. Und sie haben in diesen 3,5 Jahren getan, was die Entwickler heute noch tun, denn sie sind umhergereist. Sie sind direkt in die Märkte zu den Nutzern, haben sich angeschaut, was machen die eigentlich mit unseren Fahrzeugen und was muss da besser werden. Und daraus kam eine ziemlich lange Liste von Dingen, die der Nachfolger können muss. Die Liste dessen, was der Nachfolger besser können muss, war allerdings gar nicht mal so wahnsinnig lang, denn der J4 hat das alles schon relativ gut erledigt. Es sollte eben nur etwas mehr Komfort rein und es sollte etwas variabler werden. Und das haben sie auch geschafft. In meinen Augen ist der J7 der Inbegriff eines würdigen Nachfolgers. Whoa, 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 whoa. You know, people ask me, how come my Toyotas can take so much of a beating and just keep bouncing back? I'll let you into a little secret. I only ever have them serviced by Toyota. They're the dead set experts. And they keep them running good as gold year after year. All I do is give them a wash every now and then. You've just got to keep the feeling. Ich habe ihn jetzt mal vorgeschoben, dass wir ihn besser sehen können. Ich sprach gerade davon, dass sich die Ansprüche immer weiter auffächerten, dass die Schere der Kundenanforderungen immer weiter aufging. Und die Entwickler wussten, wenn sie versuchen würden, all diesen Ansprüchen irgendwie gerecht zu werden, dass dabei ein Kompromiss rauskäme, der die eine oder andere Kundengruppe oder im schlimmsten Fall gleich alle verprellen würde. Also entschied man sich folgerichtig zu einer weiteren Modellteilung. 1984 kamen also gleich 2 Land Cruiser J7 auf den Markt. Zum einen die schweren, robusten, blattgefederten Land Cruiser, ich nenne sie jetzt mal Heavy Duty, und zum anderen die schraubengefederten, deutlich komfortableren und auf den europäischen Geschmack abgestimmten Brüder, die nennen wir jetzt einfach mal Light Duty, auch wenn es kein offizieller Begriff ist. Zur Unterscheidung hießen die einen, die blattgefederten, weiterhin Land Cruiser und die anderen jetzt Land Cruiser 2 bzw. Land Cruiser Bandera oder ab dem Facelift 1990 dann Land Cruiser Prado, so heißen sie auch heute noch. Das war dann
die zweite Modellteilung. Damit haben wir die zwei Modellteilungen komplett. Einerseits 1967 zwischen Land Cruiser und Land Cruiser Station Wagon und 1984 zwischen Land Cruiser und Land Cruiser Light Duty Bandera Prado. Zu denen kommen wir später noch, zu den Station Wagons kommen wir auch später noch. Bleiben wir erstmal bei den harten Kerlen, bleiben wir bei den Heavy Duties. Seit der Entwicklung des J4 waren weit über 30 Jahre vergangen. Das war ein sehr langer Zeitraum. In der Zeit hat sich sehr viel getan, auch technisch, auch in der Entwicklung von Fahrzeugen. Der J4 war nach wie vor der Inbegriff eines schweren, robusten Arbeitsgerätes. Der Nachfolger musste natürlich diese Qualitäten aufnehmen, aber er sollte auch einiges besser und vor allem anders machen. Er musste also, wenn man das mal so grob zusammenfasst, genauso sein, aber völlig anders. Das ist nun mal die Sache bei Neuentwicklungen, wenn ein Fahrzeug so lange läuft und so eingesetzt wird, wie es beim J4 der Fall war. Der Spagat war groß und die Last auf den Schultern des Entwicklungsteams schwer. Man hat dazu unter anderem schon recht früh 3D-Studien eingeführt, um zu testen, wie verschiedene Designelemente wirken. Man hat noch was anderes, ganz Besonderes gemacht, das bislang nicht üblich war. Man hat die Kunden eingeladen, statt zu ihnen zu fahren. Es kamen also Repräsentanten von Autohäusern, von Großabnehmern, die relativ früh schon in den Designprozess eingebunden wurden und um ihre Meinung gebeten wurden. Als der J7 1984 kurz vor der Veröffentlichung stand, gab es eine letzte Einladung an die großen Aufkäufer, die großen Händler, die nach Japan fuhren, um sich das Auto anzuschauen. Und alle gingen mit relativ bangen Mienen in diesen Showroom rein. Was wird uns erwarten, was wird passieren? Und sie gingen mit sehr, sehr fröhlichen Mienen wieder raus. Denn was sie gesehen haben, hat sie voll und ganz überzeugt. Der J7 war, wie ich vorhin sagte, der Inbegriff eines würdigen Nachfolgers. Er sah natürlich anders aus als der J4, er war auch völlig anders designt. Es war ein komplett neu aufgebautes Auto, was die Grundsätze immer noch aufnahm. Es war natürlich immer noch ein Leiterrahmen, es waren immer noch zwei Starrachsen und geführt an Blattfedern mit aufgesetzter Karosserie. Das bleibt ja unbenommen. Aber es war ein völlig neues Auto. Die Designelemente nahmen die Kotflügel mit auf, die waren immer noch freigestellt. Das Gesicht erinnerte im Entfernten noch ein bisschen an den J4, also auch das Design hat alte Elemente aufgenommen, hat aber im Großen und Ganzen eine ganz, ganz deutliche Auffrischung bekommen. Es war ein modernes Fahrzeug, was von vornherein Robustheit, Agilität, Kraft, Leistung, Langlebigkeit versprühte. Es gab ihn in kurzen Radständen, dann hieß er 70 und später 71, als mittellangen 73 und 74, als langen Radstand 75, so wie ihr hier einen seht, und später 78, als superlangen Radstand, dann heißt er 79. Es gibt und gab ihn als Pickup, Single Cab und Double Cab, als Troop Carrier mit geschlossenem Aufbau und zwei Türen. Die kurzen Versionen, also 70, 71, hatten das geschlossene Stahldach oder waren mit Softtop ausgestattet. Die mittellangen Versionen hatten das Hardtop, die gibt es leider nicht mehr. Es gibt ihn als fünftürige Version, dann ist es der 77er, später dann 76. Das ist ein bisschen verwirrend, ich weiß. Also die Modellvielfalt des J7 war und ist so unerschöpflich, dass wirklich für jede Anwendung irgendwas dabei ist. Bleiben wir mal kurz beim 75er, bleiben wir direkt bei diesem Fahrzeug. Das ist nämlich mein Fahrzeug, das habe ich vor 20 Jahren, etwas über 20 Jahren gekauft. Er ist mittlerweile etwas über 30 Jahre alt, kam damals aus dem Braunkohletagebau und war ein BJ75. Es war ein BJ75, ihr habt richtig gehört, so darf ich ihn eigentlich nicht mehr nennen, aber dazu komme ich gleich noch. Ich möchte das Auto kurz vorstellen, weil es für mich den Inbegriff des Land Cruiser auch symbolisiert, denn die Variabilität, die Flexibilität und auch die Anpassung der Kunden gehören einfach zur DNA des Land Cruiser. Und dieses Fahrzeug ist sehr stark modifiziert worden. Nach außen hin sieht er erstmal für den Laien einigermaßen original aus. Der Kenner sieht, das ist nicht so. Die Stoßstange ist natürlich nicht original, diese Abschleppösen sind nicht original, das Blech dazwischen. Im Original hat er nicht diese unfassbar riesigen Räder drauf. Die habe ich normalerweise auch nicht drauf. Ich bin mit 255, 85, 16 unterwegs, die auch schon sehr ordentlich sind. Im Original hat er nicht dieses hohe Fahrwerk. Der Rest der Karosserie ist soweit original. So ist er vom Band gelaufen. Also er nicht, er war mal weiß, aber das Fahrzeug, der 75er, ist so vom Band gelaufen. Ich habe das Auto jetzt für mich umgebaut, weil ich ein Reisefahrzeug wollte.
Das ist ja der Sinn eines Land Cruiser. Land Cruiser ist ein Nutzfahrzeug und ich kann ihn nutzen, für was immer ich ihn auch brauche. Schon im Original, aber ich kann natürlich auch sehr starke Variationen vornehmen. Also kam da der B-Motor raus, der 3B. Es war ja mal ein BJ75. Jetzt ist ein 12 HT drin. Das ist der 4 Liter Direkteinspritzer 6-Zylinder Turbodiesel aus dem HJ61. Ein Biest von einem Motor, der perfekt zu dieser Fahrzeuggröße passt. 12 HT in Verbindung mit dem Originalgetriebe, dem 5-Gang-Getriebe vom HJ61, in Verbindung wiederum mit den kurzen 411er Achsen vom BJ75. Und das zusammen mit den normalen 255er Rädern ist für mich, nach meinem Dafürhalten, das ist ja alles sehr individuell, eine perfekte Abstimmung. Ich fahre das Auto unfassbar gerne und er bringt mir in jeder Situation genau die Leistung, die ich brauche. Es ist also wirklich, es ist rund, es ist einfach rund. Ansonsten wurde eine Menge dran gemacht. Es ist ein Parabelfahrwerk drunter. Der Innenausbau ist natürlich gemacht worden. Das ist ein Reiseausbau. Ich habe eine Schlaffläche für 2 Personen. Ich habe Schränke und Stauboxen. Ich habe eine Kühlbox drin, Wasser, einen fest verbauten Kompressor. In den Rädern habe ich normalerweise Beadlocks drin. Ich kann also den Luftdruck auf 0,5 bar reduzieren, ohne dass mir in der Kurve dann der Reifen von der Felge springt. Dadurch bekomme ich eine sehr lange Auflagefläche und kann im Sand sehr gut fahren, denn das war meine Priorität. Ich wollte ein Fahrzeug, das sehr leicht und sehr stark ist für die Wüste. Ich war damit in Nordafrika unterwegs, in Tunesien, Libyen und so weiter. Ich war damit in Syrien, im Nahen Osten. Ich war damit sehr viel in Europa unterwegs. Das war meine Priorität. Das ist alles sehr, sehr individuell. Das war ein Reisefahrzeug für mich. Jeder andere Land Cruiser, der als Reisefahrzeug umgebaut wurde und wird, sieht natürlich völlig anders aus, denn jeder hat andere Ansprüche. Aber das verkörpert für mich das, was ich mit dem J7 machen kann. Schon im Original kann ich damit alles machen, aber ich kann ihn mir anpassen, so wie ich ihn gerne hätte. Und ich habe ein Fahrzeug fürs Leben und der hier wird mich auch fürs Leben begleiten. Noch ein Punkt, der mir wichtig ist, ich erzähle das auch bei den Führungen immer sehr gerne. Warum fahre ich Land Cruiser? Die einfachste Antwort ist, ich bin ein stinkfauler Mensch und ich fahre lieber, als dass ich schraube. Und mit dem Land Cruiser brauche ich nicht viel Schrauben, denn der läuft immer. Es hat aber noch einen anderen Grund. Wir sprachen beim J4 darüber, dass der J4 diesen Ruf der Unzerstörbarkeit, diese rollende Lebensversicherung geprägt hat und damit auch die Marke Toyota geprägt hat. Und das gilt für den J7 natürlich nicht minder. Wenn man mal erlebt hat, wie es ist, mitten im Nirgendwo zu stehen und zu wissen, im Umkreis von 500 Kilometern ist nichts, keine Menschenseele, keine Tiere, kein gar nichts, dann keimt der Gedanke auf, du bist hier reingefahren, also fahr bitteschön auch wieder raus. Und wenn man dann weiß, man kann sich einfach auf das Auto verlassen, und das ist beim 75er einfach so, das ist beim J7 einfach so, das ist auch beim J4 einfach so, dann ist das ein sehr, sehr gutes Gefühl, das ergibt eine sehr, sehr innige Bindung. Deswegen erzähle ich die Geschichte immer drumherum, warum ich persönlich und warum viele andere sich so stark an den Land Cruiser gebunden fühlen. Ich zeige euch noch mal kurz den Motor. Ich habe ein paar Bilder vorbereitet. Achtung! Zurück zum J7 ganz allgemein. 5 Radstände, 10 Karosserievarianten und 13 Motoren und Motorvarianten. Das ergibt natürlich eine unüberschaubare Modellvielfalt, da ist für jeden was dabei. Das möchte ich jetzt nicht alles ausbreiten, das wird zu viel, das kann man sich in Ruhe nachlesen. Aber es gibt natürlich ein paar legendäre Versionen, die einfach ein bisschen mehr gekauft wurden und ein bisschen länger liefen und ein bisschen mehr Bums unter der Haube hatten. Dazu gehört zum Beispiel die Versionen mit den großen Benzinern, mit den 4,5 Liter Motoren, 1 FZF, 1 FZFE, 215 PS, 373 Newtonmeter. Das sind wirklich brachiale Dampfmaschinen. Dazu gehört der moderne V6 Benziner 1 GRFE, der aktuell verbaut wird. Ein wunderschöner Motor mit einer unheimlichen Laufkultur und auch weit über 200 PS.
Dazu gehören die Diesel aus den Laser-Familien, der berühmte 1HZ-Motor, der 4,2 Liter Sechszylinder Saugdiesel, der auch heute immer noch hergestellt wird, an wirklich eine Dampfmaschine, ein Stationärkraftwerk. Ne? Drehzahlen mag er nicht so, aber dafür hat er Bums unter der Haube und er ist unverwüstlich. Das sind solche Versionen. Es gibt dann auch ein paar Karosserievarianten, die ich persönlich bevorzuge. Andere sehen das vielleicht anders. Ich mag sehr, sehr gern den ganz kurzen, den HZJ 7071 mit den Dieselmotoren oder jetzt als GRJ 71 ist ein unfassbares Auto. Ich mag die Fünftürer, das waren früher die 77er, jetzt sind es die 76er. Ein GRJ 76 ist einfach der beste Kompromiss, den man überhaupt irgendwie bei einem Auto eingehen kann, sage ich. Jeder andere sagt was anderes, das ist auch klar. Und ich muss, wenn ich über den FZ, 1FZ FE Motor spreche, muss ich immer an ein Erlebnis denken, was wir mal in Libyen hatten. Wir waren unterwegs im Süden Libyens, sind über eine große Sandebene gefahren Richtung algerische Grenze und ich sehe im Rückspiegel ein Auto, was offensichtlich nicht zu unserer kleinen Gruppe gehört. Und wundere mich noch und spreche noch drüber. Im nächsten Moment, in dem ich wieder in den Rückspiegel schaue, sehe ich das Auto nicht mehr im Rückspiegel. Dafür sehe ich ihn an mir vorbeipfeifen und ich hatte das Gefühl, ich stehe. Und wir waren nicht langsam unterwegs. Das war ein Pickup, ein FZJ 79, hinten auf der Ladefläche eine 20 mm Kanone und der Kanonier, der auf dem Sitz sich festhielt und bei jeder Bodenwelle 1 Meter in die Höhe schoss, breit grinsend zu uns rüber, wunk und sich gefreut hat wie ein Schnitzel. So sind die an uns vorbeigeblasen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und ich dachte, ich hätte ein starkes Auto unter dem Hintern. Egal. Sehr, sehr nette Jungs, die haben uns dann angehalten, wir haben uns mit ihnen unterhalten. Die waren natürlich überglücklich, als Grenzpatrouille mit so einem Fahrzeug unterwegs zu sein, auf das man sich A verlassen kann und das B einfach eine unfassbare Power hat. Ich zeige euch noch mal ein paar Karosserievarianten, damit ihr das gesehen habt. Eres parte de mi llano, compañero de labor, juntos de sol a sol caminos vamos haciendo. Carga con macho no pesa, cuando la mocha es Toyota, carga con macho no pesa, ponle la mocha muchacho, carga con macho no pesa, ponle la mocha muchacho. Porque tu macho Toyota tiene las ruedas bien puestas. 1984 kam er auf den Markt, der J7. Bereits im Jahr 1999 kam die erste große Änderung, nämlich Schraubenfedern vorne. Da wurde der 75er zum 78er, der 70er zum 71er, der 73er zum 74er. Ach, lest es euch einfach nach, es ist kompliziert genug. Und kurz darauf, schon im Jahr 2007, kam die nächste große Änderung, nämlich die neue Front. Er ist seiner ausgestellten Kotflügel verlustig geworden. Jetzt läuft die Front hier vorne leicht gerundet rum. Sieht ein bisschen aus wie der J7 Prado, das werdet ihr später an den Bildern noch sehen. Das war unter anderem einem neuen Motor geschuldet, der einfach ein bisschen mehr Platz unter der Haube gebraucht hat. Der 1 VDFTV, das ist der 4,5 Liter Turbodiesel V8, eine brachiale Dampfmaschine, den ich vorhin in meiner Liste übrigens vergessen hatte. Auch ein ganz tolles Motörchen, sehr, sehr schlankes, kleines Motörchen. Und seither hat sich natürlich auch noch einiges verändert. Der Chief Engineer Land Cruiser ist Sadayoshi Koyari. Koyari-san macht am Land Cruiser immer dann etwas, wenn es wirklich nötig ist. Denn eigentlich ist das Auto ja ausentwickelt. Was soll denn auch noch groß dazukommen? Er erledigt genau die Aufgabe, für die er gebaut wurde. Jetzt kommt aber irgendwann ein Großkunde, ein Minenbetreiber zum Beispiel, BHP Billiken. Die sagen, pass auf, wir brauchen in 4-5 Jahren ANCAP 7, sonst dürfen wir keine Autos mehr kaufen. ANCAP ist ein Sicherheitsstandard. Für ANCAP 7 braucht man zum Beispiel solche Spielchen wie Knie-Airbags, Curtain-Airbags, Traktionskontrolle. Toyota sagt, naja, ist doch kein Problem, machen wir. Also gibt es eine Version des J7 mit Knie-Airbag, normalem Airbag, Vorhang-Airbag, Traktionskontrolle, ABS, um diesen Sicherheitsstandard zu erfüllen und um den Großkunden zu ermöglichen, die Autos auch weiterhin abzunehmen. Denn die Großkunden sind natürlich immens wichtig für die Stückzahlen an Land Cruiser, die jedes Jahr verkauft werden. Es gehen immerhin weit über 80.000 Stück über den Ladentisch jedes Jahr. Seit 1984 wurden 1,4 Millionen, 1,5 Millionen Land Cruiser J7 gebaut und verkauft. Das ist eine ganze Menge Holz.
Koyari-san hat zu mir persönlich gesagt, der Land Cruiser J7 wird so lang weitergebaut, wie die Kunden ihn brauchen. Derzeit brauchen die Kunden ihn genau so, wie es ihn gibt. Ich weiß, dass er an einem Nachfolger arbeitet. Ich habe ein bisschen Angst davor, was dabei rauskommt, denn ganz ehrlich, was soll man denn verändern am besten Auto der Welt? Muss man doch mal, so ehrlich muss man doch mal sein. Wir werden sehen, was dabei passiert. Ich zeige euch noch mal ein Bildchen, fällt mir gerade ein. Das hier ist Koyari-san vor dem facelifteten Land Cruiser 150 auf der IAA 2017 zusammen mit irgendeinem dahergelaufenen Hardcore-Fan. Im Herbst 2019, also erst vor ein paar Monaten, durfte Koyari-san stolz verkünden, wir haben über 10 Millionen Land Cruiser gebaut. Gut, er hat es auf Japanisch gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. 10 Millionen Land Cruiser, davon 1,4, 1,5 Millionen Land Cruiser J7 seit 1984. Das ist ein Dauerbrenner. Der Land Cruiser J7 ist eine Geschichte vermeintlich ohne Ende, hoffentlich ohne Ende, sagt mein Herz. Wir werden sehen, was passiert. Irgendwann wird es sicher einen Nachfolger geben, ganz allein schon, weil die Sicherheitsstandard und die Emissionsrichtlinien unserem alten, schönen Brocken den Garaus machen werden. Aber das wird hoffentlich sich noch eine ganze Weile hinziehen. Wir sind jetzt erstmal am Ende unseres ersten Teils. Wir hatten die Historie, wir hatten den Land Cruiser J2, J3, J4, jetzt den J7, Heavy Duty. Im nächsten Teil kommen wir zum Land Cruiser Station Wagon, aber vorher muss ich mir erstmal einen schönen großen Kaffee genehmigen. Wir sehen uns in ein paar Minuten. Macht's gut, bis gleich. I love a sunburned country, a land of sweeping plains, of ragged mountain ranges, of droughts and flooding rains. I love her far horizons, I love her jewel sea.